Eine Frauen-WG mitten in München. Ähnlich wie bei Studenten. Allerdings sind hier fast alle Bewohnerinnen längst in Rente. Und sie haben eins gemeinsam. Mit ihrem geringen Einkommen war es ausgeschlossen, in der Großstadt eine eigene Wohnung zu finanzieren. €800, 1.000 ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe auf dem freien Markt definitiv keine Wohnung gekriegt. Ich habe schon über ein Jahr gesucht. Ich hatte eine Kündigung bekommen, musste aus der Wohnung raus, wo ich schon 60 Jahre gewohnt habe, Eigenbedarf. Neben den Gemeinschaftsräumen hat jede von ihnen ihren eigenen Bereich. Ein Einzimmer-Apartment von etwa 40 Quadratmetern für rund 550 € warm. Und Sicherheit für die weitere Lebensplanung. Vor ihrem Einzug konnten sie kaum noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich war früher guter Mittelstand und ich habe mich wohl gefühlt, aber eben mit zunehmendem Alter habe ich gemerkt, jetzt komme ich echt in die Altersarmut. Es gab Zeiten, wo ich mir überlegt habe, kannst du ins Café gehen und einen Cappuccino trinken? Das Modell wird von der Stadt finanziell gefördert und von einem gemeinnützigen Verein organisiert, auch mit günstigen Freizeitveranstaltungen. Christa Littmann engagiert sich seit über 30 Jahren für solche Wohnprojekte und hat 6 WGs ins Leben gerufen. Die Nachfrage steigt und steigt. Oftmals ist es so, dass es ernsthaft dramatisch ist. Die rufen bei mir an und hoffen auf Hilfe, aber ich kann ihnen in der Regel auch nicht helfen, weil wir auch nicht so viele Wohnungen haben und auch nicht so viele Wohnungen betreuen können. Wo finden die auf dem privaten Wohnungsmarkt eine Wohnung? Die finden keine Wohnung mehr. Also sowas dürfte es aus sozialpolitischer Sicht gar nicht geben. Ein Grund für die Wohnungsmisere sind die niedrigen Renten. Offiziell bekamen Männer 2022 im Durchschnitt rund 1.500 € Rente, Frauen unter 1.200 € ausbezahlt. Da ist die Kranken- und Pflegeversicherung schon abgezogen, aber keine Steuern. Und diese Zahlen gelten nur, wenn man mindestens 35 Jahre eingezahlt hat. Die Krux: Viele Rentner konnten keine 35 Jahre einzahlen. Millionen Frauen haben weit weniger als 1.000 € im Monat. Die Münchner Professorin Irene Götz hat sich sehr intensiv mit dem Thema Altersarmut beschäftigt. Gerade Frauen haben meistens viel weniger Rentenpunkte erworben aufgrund Teilzeitarbeit, weil sie in sogenannten Minijobs kleben, die kaum Rentenpunkte bringen. Und das schließt eben auch ein Menschen, die früher in Rente gehen mussten, aus Gesundheitsgründen, erwerbsgemindert, oder eben diejenigen, die auch nicht ihr Leben lang Vollzeit gearbeitet haben. Gleichzeitig sind die Mieten in Ballungsgebieten längst davon galoppiert, nicht nur bei Luxusimmobilien, sondern quer durch alle Wohnsegmente. Die Mieten steigen mehr als die Renten. Rentenanstiege sind noch nicht mal so viel, dass sie die Inflation der letzten Jahre ausgleichen. Und gerade der Faktor Mietsteigerung, Nebenkostensteigerung ist eben für viele Ältere trotz Rentenerhöhungen überhaupt nicht machbar. Dazu kommt, kleine, günstige Wohnungen sind auf dem Immobilienmarkt besonders begehrt. Hunderte Interessenten pro Objekt sind keine Seltenheit. Gerade einkommensschwächere Menschen haben es bei der Suche besonders schwer. Der Kölner Sozialwissenschaftler Frank Schulz-Nieswand beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung. Ich meine, wenn Sie sich irgendwo bewerben, müssen Sie Ihre Lohnauszüge, Ihre Einkommensbescheide vorlegen. Und am liebsten will man einkommensstarke, junge, hübsche Menschen, ja, und nicht vielleicht ältere Menschen. Und wir haben auch Befunde darüber, dass es natürlich Formen der Diskriminierung im Wohnungsmarkt gibt. Und eine Form ist auch Altersdiskriminierung. Der Bedarf an gemeinschaftlichem Wohnen wächst, auch weil die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, in den kommenden Jahren in Rente gehen und es bei Millionen von ihnen finanziell knapp wird. Nach Auskunft von Internetplattformen steigt die Nachfrage für Senioren-WGs immer weiter an. Mit anderen unter einem Dach leben. Das wird also für immer mehr Rentner immer attraktiver werden. Senioren-WGs, ist das die Zukunft? Das fragen wir jetzt unseren Max-Finanzexperten Hermann Josef Tenhagen. Hallo Herr Tenhagen. Hallo, grüße Sie. Sind Senioren-WGs die Antwort auf Altersarmut?
Sie können eine Antwort sein. Also wenn man tatsächlich gut mit anderen Menschen zusammenleben kann, ist das durchaus gerade für Innenstädte, wo es sehr teuer ist zum Wohnen, eine Variante, die man wählen kann. Und das ist ja nicht nur eine Variante für Menschen, die jetzt ganz wenig Geld haben, sondern es könnte auch eine Variante sein für jemand, der eine große Wohnung hat und die vielleicht nicht mehr alleine bezahlen kann oder vielleicht auch einfach nur nicht da drin mehr alleine leben will. Wie sieht es denn aus mit der Wohnraumverteilung? Da gibt es doch so Zahlen, über 65 haben die Leute doch eigentlich mehr Platz als die Jüngeren, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt keine Gruppe, die mehr Platz pro Kopf hat als die über 65-Jährigen. Da sind das zum Teil bis zu 80 Quadratmeter pro Nase. Ein Viertel aller alleinlebenden über 65-Jährigen hat mehr als 100 Quadratmeter, also 27%, sagt das Statistische Bundesamt, hat mehr als 100 Quadratmeter zur Verfügung. Das liegt natürlich auch daran, dass das häufig mal Wohnungen waren für 2 Personen, dann ist einer oder eine gestorben und dann liegt man alleine in der Wohnung. Aber es ist eben riesiger Wohnraum. So zum Teil können die Leute ihn nicht bezahlen, können ihn nicht nutzen und da ist eine große Herausforderung für die nächsten Jahre. Und so eine Senioren-WG könnte eine Antwort sein. Ob wir Babyboomer WG-tauglich sind, das haben wir ja vor 30 Jahren vielleicht schon mal ausprobiert.